Lecker. So ein Punsch ist wirklich herrlich. Und noch besser schmeckt er auf einem Christkindlmarkt in der Weihnachtszeit. Oh ja, das ist das Beste. Den würde ich jetzt gern mit dir trinken. Christkindlmarkt, Punsch, sagen euch diese Begriffe etwas? In unserem letzten Video haben wir euch schon eine Sache erklärt, die ganz typisch für die Vorweihnachtszeit ist, und zwar waren das die Berchtenläufe. Und heute geht es weiter mit der zweiten Sache, die ganz typisch für die Vorweihnachtszeit ist. Und wir werden euch heute erklären, was Punsch und Christkindlmärkte sind, und wir laden euch ein, mit uns in Weihnachtsstimmung zu kommen. Also, los geht's! Was sind Christkindlmärkte? Starten wir mit den Christkindlmärkten. Christkindlmärkte werden auch Adventmärkte oder Weihnachtsmärkte genannt. Wir persönlich sagen aber immer Christkindlmarkt. Bei uns in Österreich, aber auch in Deutschland und der Schweiz sind Christkindlmärkte wirklich schon zu einem fixen Bestandteil in der Vorweihnachtszeit und zu einer Tradition im Advent geworden. Wie ihr durch das Synonym Adventmarkt vermuten könnt, gibt es Advents- oder eben Christkindlmärkte zur Adventszeit. Und diese starten meistens mit dem ersten Advent. Manche beginnen auch schon früher, das hat aber meist reine kommerzielle Gründe. Adventmärkte sind also weihnachtlich geschmückte Märkte, auf denen wir viele verschiedene Produkte rund um das Thema Advent und Weihnachten finden. Normalerweise sind sie kostenlos zugänglich und haben viele Verkaufsstände. Dazu sagen wir auch Standl. Dort gibt es dann viele leckere Köstlichkeiten, wie zum Beispiel die gebrannten Mandeln. Das ist Natis Lieblingssnack am Christkindlmarkt. Und natürlich gibt es dort auch warme Getränke, aber auch Produkte wie zum Beispiel Christbaumschmuck und beeindruckendes Kunsthandwerk. Wir haben zum Beispiel einmal Krippenfiguren am Christkindlmarkt gekauft. Beim Durchschlendern, wie wir zum Bummeln sagen, gibt es also immer viel zu sehen und zu schmecken. Oft findet ihr dort auch Live-Musik, zum Beispiel wenn ein Chor singt. Und übrigens, manchmal kommen auch die Berchten zum Christkindlmarkt und überraschen die Besucherinnen und Besucher dort. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall unser Video zu den Berchtenläufen an. Aber lasst uns euch noch einmal zeigen, wie denn so ein Christkindlmarkt aussehen kann. Da wir aus Salzburg sind, zeigen wir euch jetzt natürlich den Salzburger Christkindlmarkt. Wenn wir hier auf die Seite salzburg.info schauen, finden wir viele Informationen über den Salzburger Christkindlmarkt. Wenn euch das interessiert, dann schaut gern auf der Seite vorbei. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung. Wenn wir weiter nach unten schauen, finden wir hier ein paar Impressionen oder Bilder. Das ist der Salzburger Christkindlmarkt am Residenzplatz. Das ist der Christkindlmarkt am Domplatz. Hier noch einmal der Residenzplatz und auch hier. Echt schön in Salzburg. Wenn ihr andere Christkindlmärkte in Österreich oder auch in einem anderen Land kennt, dann schreibt uns gerne eure Empfehlungen in die Kommentare. Für uns persönlich macht das stimmungsvolle Ambiente und die weihnachtliche Atmosphäre den Christkindlmarkt so besonders. Es ist eine Mischung aus Beleuchtung, Dekoration, Duft von Keksen und Punsch, den Menschen und dem Wetter. Denn wenn man Glück hat, gibt es dann sogar schon Schnee. Und diese Mischung stimmt uns immer super auf Weihnachten ein. Und apropos Punsch, neben Natis Favoriten, den gebrannten Mandeln, darf der Punsch auch auf keinen Fall auf dem Adventmarkt fehlen. Er ist ein absolutes Muss. Wisst ihr, was ein Punsch ist? Was ist ein Punsch? Das ist ein Punsch. Den Ursprung hat der Punsch in Indien. Das Wort Punsch soll sich von dem Hindi-Wort Punch ableiten, was so viel wie 5 bedeutet.
Wenn uns jetzt ein paar Hindi-Sprecher oder Sprecherinnen zuschauen, dann sagt uns bitte, ob wir das richtig recherchiert haben. Und 5 steht eben für die 5 traditionellen Zutaten des Punsches. Und das sind Tee oder Wasser, Zucker, Gewürze, Zitronen und Arak. Arak ist ein hochprozentiger Reisbrandwein, der vor allem in Indien, Sri Lanka und Südostasien verbreitet ist. Da Arak bei uns nicht so bekannt ist, verwenden wir für den Punsch meistens Rum. Und außerdem hat der heutige Punsch gar nicht mehr so viel zu tun mit dem ursprünglichen 5-Zutaten-Punsch aus Indien. Es gibt mittlerweile ganz viele verschiedene Varianten, wie zum Beispiel den Eierpunsch, Beerenpunsch oder Orangenpunsch. Und für alle Kinder oder natürlich auch für alle Erwachsene, die keinen Alkohol trinken, gibt es auch immer eine alkoholfreie Variante. Diese wird dann am Christkindlmarkt oft als Kinderpunsch bezeichnet oder eben einfach alkoholfreier Punsch. Und als Gewürze verwenden wir sehr oft Nelken und Zimt. Okay, warte kurz. Wenn das der Punsch ist, was ist dann der Glühwein? Das höre ich doch auch ständig in der Weihnachtszeit. Was ist der Glühwein? Ah, super Frage. Das ist auch ein beliebtes Getränk auf den Christkindlmärkten. Und auch der Glühwein wird eben heiß getrunken. Deswegen heißt er auch Glühwein. Das kommt vom Verb glühen. Der Unterschied zum Punsch ist ganz einfach, dass wir eben keinen Tee, Wasser oder Rum verwenden, sondern, wie der Name schon sagt, ist die Hauptzutat Wein. Und genauer gesagt ist das meistens Rotwein. Damit der Glühwein aber ein bisschen besser schmeckt, geben wir meistens noch frische Orangen und ein bisschen Zucker hinzu. Außerdem hat der Glühwein keinen südasiatischen Ursprung, sondern soll aus Europa stammen. Wir haben bei unseren Recherchen herausgefunden, dass die Vorfahren unseres heutigen Glühweins sowohl in Schweden als auch im antiken Rom zu finden sein sollen. In Skandinavien gibt es heutzutage zum Beispiel ein Getränk namens Glögg, das unserem Glühwein sehr ähnlich ist. Und im antiken Rom wurde damals auch der Wein mit verschiedenen Gewürzen verfeinert, genauso wie wir das auch heute mit unserem Glühwein machen. Und auch für den Glühwein gilt, es gibt ganz viele verschiedene Varianten und Rezepte für den Glühwein. Ihr könnt euch also durchprobieren und dann entscheiden, welcher euer Favorit ist. Na, habt ihr jetzt Lust auf einen Punsch oder Glühwein bekommen? Dann probiert das gern zu Hause aus. Wir haben für euch ein Rezept von unserer Mama mitgebracht. Das könnt ihr ganz einfach zu Hause nachmachen. Für den Punsch braucht ihr einen halben Liter Rotwein, 4 Esslöffel Rohrzucker, einen Viertel-Liter naturtrüben Apfelsaft, 100 Milliliter Orangensaft, Zimt und Nelken. Hier noch ein Tipp dazu: Wenn ihr Punsch mit Alkohol kocht, dann achtet darauf, dass ihr den Punsch ganz langsam erhitzt und er darf nie kochen, sonst verdampft nämlich der Alkohol und die Gewürze werden bitter. Einen Punsch zu Hause zu machen, das ist wirklich nicht schwer, aber wenn ihr jetzt keine Lust dazu habt und trotzdem einen Punsch probieren möchtet, dann gibt es das meistens schon in den Supermärkten fertig zu kaufen. Dann müsst ihr das zu Hause nur mehr erhitzen. So, das war's auch schon wieder mit unserem zweiten weihnachtlichen Video. Wir hoffen, wir konnten euch heute Lust auf einen Besuch am Christkindlmarkt inklusive Punsch machen. Lasst uns gern unten in den Kommentaren wissen, was euer Lieblings-Christkindlmarkt bzw. euer Lieblingspunsch ist. Danke, dass ihr auch in der Vorweihnachtszeit mit uns Deutsch lernt. Wir hoffen, ihr seid zumindest ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch lernen doppelt so viel Spaß.